Hallo, Sie möchten eine Karriere im Handel starten, haben aber Angst, Geld zu verlieren? In diesem Video zeige ich Ihnen eine einfache Strategie, mit der Sie Geld verdienen können. Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie man mit binären Optionen Geld verdienen kann, und zwar mit einer einfachen, aber gleichzeitig profitablen Strategie, die absolut jeder verstehen kann. Ich persönlich benutze diese Strategie schon seit langem und sie hilft mir, Geld mit binären Optionen zu verdienen. Wenn Sie lernen wollen, wie man handelt und echte Gewinne erzielt, dann schauen Sie sich dieses Video aufmerksam an und bis zum Ende. Also, ich mache dieses Video auf Wunsch meiner Abonnenten. Der Link zu dem Broker, wo ich handle, ist in der Beschreibung. Also viel Spaß. Lassen Sie mich Ihnen etwas über die Strategie erzählen. Wir alles wissen, dass der Markt eine Regelmäßigkeit hat. Der Preis bewegt sich immer von Niveau zu Niveau. Und unsere Aufgabe bei dieser Strategie ist es, bei einem Pullback von diesem Niveau aus einzusteigen. Aber warum müssen wir ein Niveau definieren, wenn bereits alles für uns erledigt ist? Jetzt brauchen wir also die TradingView-Plattform. Sobald Sie darauf sind, müssen Sie sich registrieren. Wir kommen nur zum vollständigen Grafik. Also, dazu klicken Sie einfach auf diese Schaltfläche hier. Danach haben wir eine vollständige Grafik, das wir analysieren können. Auf der rechten Seite sehen wir eine große Anzahl von Vermögenswerten. Wir werden die üblichen Währungspaare sehen. Einige von ihnen haben Sie vielleicht noch nicht. Um sie hinzufügen, klicken wir auf dieses Pluszeichen und geben dann das gewünschte Währungspaar ein. Und dann klicken Sie auf das Pluszeichen. Wir sind also zur TradingView-Plattform gewechselt. Dies ist die beliebteste Plattform für die Analyse von Grafiken, die von einer großen Anzahl von Händlern genutzt wird. Fügen wir nun einen Indikator hinzu, den wir für den heutigen Handel verwenden werden. Gehen Sie zum Abschnitt Indikatoren und geben Sie dieses Wort in die Suchfunktion ein. Und fügen Sie einen Indikator von diesem Auto hinzu. Klicken Sie ihn an. Wie Sie sehen können, sind alle Niveaus für uns markiert. Ich mag diesen Indikator aus, deshalb, weil er nur die aktuellen Niveaus markiert, die wirklich eine gewisse Stärke haben. Das heißt, er markiert keine alten Niveaus, sondern nur die neuesten und stärkeren Niveaus. Das grüne Niveau ist ein Unterstützungsniveau, und wenn wir sehen, dass der Kurs das Unterstützungsniveau erreicht hat, eröffnen wir ein Geschäft nach oben. Das rote Niveau ist ein Widerstandsniveau. Und wenn wir sehen, dass der Kurs das Widerstandsniveau erreicht hat, eröffnen wir ein Abwärtsgeschäft. Kommen wir nun zum Handel. Ich habe also die erste interessante Situation gefunden. Wie wir sehen, hat sich hier ein Niveau herausgebildet, an dem der Kurs angekommen ist. Dies ist ein Widerstandsniveau. Wir können auch sehen, dass wir von diesem Niveau aus bereits einige Pullbacks sehen. Und in diesem Moment gibt es bereits eine Pullback-Bewegung. In dieser Situation werde ich nach unten gehen, denn in dieser Situation sehe ich keine Niveaus in der Nähe, von denen der Kurs zurückgehen kann. Aber ich sehe Niveaus, auf die der Kurs zu streben kann. Also aus diesem Grund kann die Abwärtsbewegung weitergehen. Jetzt gehen wir zum Broker und wählen das gewünschte Währungspaar aus. Wir legen unseren Handelsbetrag fest und eröffnen ein Geschäft. Um den Einstieg in das Geschäft zu bestätigen, können Sie sich auch diese Karte ansehen. Ihre Besonderheit ist, dass sie einen großen Schatten an der Spitze und einen sehr kleinen Körper hat. Dies deutet darauf hin, dass es hier einen starken Verkäufer gibt, der versuchen wird, den Preis nach unten zu drücken. Während dieser Handel im Gange ist, möchte ich Ihnen den ersten Ratschlag geben. Sie sollten immer sekundäre Faktoren finden, die Ihren Einstiegspunkt bestätigen. Das gibt in eine Art Vertrauen in Ihren Handel. Das Geschäft schließt zuversichtlich mit Gewinn ab. Also, ich habe eine andere Situation gefunden. Wir sehen, dass der Kurs ein Unterstützungsniveau erreicht hat, von dem aus er einen kleinen Pullback gestartet hat. Ich werde auf der Oberseite einsteigen. Gehen wir nun zum Broker und wählen wir das gewünschte Währungspaar aus.
Wir haben das Währungspaar auch gewählt und eröffnen einen Handel nach oben. Als weitere Bestätigung unseres Einstiegspunktes sehen wir uns dieses Segment an. Also, sehen Sie sich an, wie stark die Verkäufer die Käufer unter Druck gesetzt haben und wie stark die Käufer die Verkäufer unter Druck gesetzt haben. Werfen wir einen Blick auf die Kerzenstände, sehen Sie sich an, wie groß die Schatten am unteren Rand der Kerzen sind. Das ist darauf hin, dass es hier einen starken Käufer gibt. Um ein Geschäft zu machen, empfehle ich Ihnen, alle sekundären Faktoren zu berücksichtigen, die Ihre Handelskonvergenz beeinflussen könnten. Wir machen einmal ein gutes Gewinn. Super! Ich habe eine weitere interessante Einstiegssituation gefunden. Wir können sehen, dass der Preis in den Unterstützungsbereich eingetreten ist. Von diesem Niveau aus erwarte ich eine Bewegung nach oben. Wir haben bereits eine kleine Reaktion gesehen. Als Bestätigung für meinen Einstiegspunkt kann ich feststellen, dass wir von diesem Niveau aus eine große Anzahl von Reaktionen gesehen haben. Diese Reaktionen bestätigen, dass das Niveau stark ist und ein Pullback von diesem Niveau aus sicher stattfinden kann. Wir sind also zu dem Währungspaar übergegangen und eröffnen ein Geschäft. Unser Geschäft ist eröffnet. Während es läuft, werfen wir einen Blick auf die Kerzenständer. Auch hier sehen wir große Abwärtsschatten und kleine Küper. Außerdem sehen wir ein schönes Aufwärtsmomentum nach diesen Kerzen. Das ist auch eine Bestätigung dafür, dass es hier einen starken Käufer gibt, der den Preis nach oben treiben will. Der zweite Ratschlag, den ich Ihnen geben möchte, ist, dass Sie sorgfältig darauf achten sollten, welches Währungspaar Sie wählen. Mir persönlich ist es schon mehr als einmal passiert, dass ich ein Währungspaar auf TradingView analysierte, aber rein zufällig ein Geschäft mit einem anderen Währungspaar eröffne. Also wir haben einen Gewinn. Schauen Sie sich die großartige Bewegung an, die wir bekommen haben. Ich habe so eine weitere gute Einstiegssituation gefunden. Wie wir sehen, haben wir wieder einen Handelskorridor. Im Zuge dessen ist der Kurs in den Widerstandsbereich eingetreten. Von diesem Niveau aus erwarte ich einen Pullback nach unten. Als bestätigende Faktoren kann ich wiederum anmerken, dass es von diesem Niveau aus eine Menge Pullbacks gab, was ebenfalls die Stärke dieses Niveaus bestätigt. Wir öffnen also das Währungspaar, das wir brauchen, und eröffnen einen Abwärtshandel. Schauen Sie, was für herrliche Bewegungen wir jetzt einfangen und unser Geschäft ist wieder mit Gewinn ab. Weiter geht's. Also, ich habe schon auf diesen Währungspaar gewiesen, aber dennoch sehe ich, dass der Preis hat den Widerstandsbereich eingegeben. Von dort aus werde ich nach oben gehen. Wir haben also das Währungspaar gewählt, das wir brauchen, und eröffnen ein Geschäft. Unser Handel ist eröffnet. Ich warte darauf, dass er geschlossen wird. Während ich auf TradingView war, habe ich vergessen, einige zusätzliche Fakten zu erklären, die Sie beachten sollten. Auch erstens, dass wir auf diesem Niveau bereits eine Reaktion sehen. Zweitens, wenn wir uns die Kerzen ansehen, sehen wir einen eindeutigen Käufer, der den Preis nach oben treibt. Wie wir also sehen können, findet eine Abwärtsbewegung statt. In dieser Situation werde ich ein kompensiertes Geschäft eröffnen. Ich erhöhe den Handelsbetrag auf 2000 und eröffne erneut. Mein weiterer Rat ist es, dass Sie Ihre Risiken respektieren sollten. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass ein Geschäft früher oder später mit einem Verlust enden wird, und daher müssen Sie im Voraus darauf vorbereitet sein, entweder den Handel zu beenden oder eine Überschneidung zu eröffnen. Ich hoffe, das ist klar. Wie Sie sehen, haben wir dank der Überschneidung den Verlust des letzten Handels wieder ausgleichen und einen Gewinn von 600 erzielt. Also, wir haben eine andere Situation. Ich sehe, dass der Preis das Unterstützungsniveau betreten hat. Von ihm erwarte ich die Aufwärtsbewegung. Als bestätigende Faktoren kann ich feststellen, dass es viele Reaktionen von diesem Niveau gab, was die Stärke dieses Niveaus bestätigt. Gehen wir zum Broker und eröffnen wir ein Geschäft. Unser Handel ist eröffnet und lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf die Kerzen werfen. Wir sehen Kerzen mit großen Schatten an der Unterseite. Das bestätigt,
dass es hier einen starken Käufer gibt, der weiter steigen wird. Wie Sie vielleicht bemerken, eröffne ich manchmal Geschäfte mit denselben Währungsparen. Das ist normal. Also mit dieser Strategie können Sie dieselben Impulse bei denselben Währungssparen auffangen, denn der Kurs kann auf ein bestimmtes Niveau zurückkehren und von diesem Niveau aus kann es dann wieder einen Pullback geben. Ich persönlich hatte eine solche Situation, dass ich an einem Tag 7 oder so Geschäfte für ein Währungssparer eröffnet habe. Und das ist absolut normal. Wie wir also sehen können, verliert unser Geschäft. Deshalb erhöhen wir den Betrag und machen ein kompensiertes Geschäft. Unser Handel also ist offen. Ja, wenn er in Gewinn schließt, machen wir $1.600, also bekommen wir das Geld zurück. Das Geld, das wir beim letzten Handel verloren haben, und machen einen kleinen Gewinn. Wie durch ein Wunder hat dieses Geschäft mit Gewinn abgeschlossen. Sehen Sie, ich habe in der Mitte der Kerze eröffnet und sah ein starkes Abwärtsmomentum. Ich dachte ehrlich gesagt, ich würde eine zweite Überschneidung eröffnen, aber nichtsdestotrotz kamen wir mit einem Gewinn heraus. Also dank einer so einfachen Strategie konnten wir in nur wenigen Geschäften mehrere $1.000 verdienen. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich heute in meinem Telegram-Kanal eine Handelssitzung abhalten werde, in der Sie mit mir Geld verdienen können, indem Sie meine Geschäfte kopieren. Und wenn Sie wirklich in den Gewinn gehen wollen, ist der Link zu meinem Telegram-Kanal in der Beschreibung. Also das war's für heute, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, wir sehen uns in meinem nächsten Video.